Sind ordentlich viele Fahrer da. Das wird richtig interessant. Die ersten fahren los. Ich gehöre auch zur ersten Startgruppe. Ich tippe mal von den Schnellen hier. Werden wir die meisten gleich sehen. Die sehen alle verdammt schnell aus, die Leute hier. Ja, ist mal wieder eine spannende Tour. 640 Kilometer, da kann viel passieren. Aber Wetter ist klasse. Der Wind ist einigermaßen gut. Er ist zwar morgen stark. Einen längeren Ritt haben wir dann Wind von vorne. Aber es bleibt trocken. Und dann haben wir nachher viel Wind von der Seite. Jetzt geht es erstmal zur Fähre. Mal gucken. Vielleicht sammeln wir da die anderen wieder ein, weil die dann doch immer so ein bisschen wartet, bis sie rüberfährt. Dass die nach uns kommen, dann nachher auf der Fähre sind mit. So, also wie man sieht, haben wir Glück mit dem Wetter. Also südlich hier, Hamburg und so weiter. Da wird das ordentlich regnen. Da kommt richtig was runter. Und der dicke Schauer, der ist zum Glück jetzt rechtzeitig rüber. Also in einer Stunde fahren wir los. Da haben wir also Glück. Mit dem Wind sieht es eigentlich auch gut aus. Wir haben also jetzt schräg, ja so ein bisschen von vorn oder mehr schräg eigentlich. Das dürfte alles gut laufen. Ja, bleibt also heute lange windig, aber von der Seite. Und jetzt über den Tag mit der Nacht nimmt es also ab, bleibt von der Seite. Und morgen wird es dann richtig schön windig. Ab Mittag kommt also richtig viel Wind, 40 bis 45 Stundenkilometer. Rüber haben wir es dann von vorne, wenn wir von Bellund nach Esbjerg fahren, haben wir also Wind von vorne. Ja, also das wird ein bisschen anstrengend werden. Danach haben wir es leicht schräg von hinten zurück. Ja. Aber Hauptsache es bleibt trocken. Temperaturen sind gut. Also aktuell haben wir schön warm. Und heute Nacht geht es also runter auf 12. Das ist gut. Und morgen geht es dann wieder, ja, also in Dänemark, da bei Esbjerg ist eine 16. Also nicht zu heiß. Also gutes Wetter für langes Fahren. Ja, also Wetter sieht klasse aus. Das ist der Track, den wir abfahren werden. Also nach 127 Kilometer sind wir in Dänemark bei Rønstøft. Geht dann weiter der Ostsee entlang nach Jeltsminde bei Kilometer 190. Dann geht es weiter hoch ein Nicht-Checkpoint, das Legoland. Da werden alle einmal anhalten, ein schönes Erinnerungsfoto machen. Und dann geht es weiter rüber Richtung Nordsee. Ålgård bei knapp 300 Kilometer ist dann fast die Halbzeit, bevor es da wieder Richtung Süden geht nach Esbjerg. Und dann einen ganz langen Schlag nach Friedrichstadt runter. Da haben wir dann Kilometer 516. Und ein letzter Zwischencheckpoint ist dann Legan bei Kilometer 576, bevor es dann wieder Richtung Osten nach Kiel geht. Das sind die Kontrollpunkte und Durchfahrtszeiten, die wir erreichen müssen. Und noch ein paar Bilder vom Start. Waren also viele wirklich ganz klasse Räder da. Und so versammeln sich 71 Fahrer zum Start abends um 20 Uhr in Kiel. Dann gibt es immer das Briefing durch Carsten, dem Standortleiter hier in Kiel, Schönkirchen. Weil ihr sonst irgendwie eure
ja euer IBREW nicht registriert wird. Das ist halt immer logisch. Und los geht's. Es geht erstmal durch Kiel an der Hörn rum. So, schönster Blick hier auf die Hörn bei der Brücke. Das Ende der Kieler Förde. Der Rest will nicht. Nun geht's runter zum Kanal. Landwehr. Und so heißt auch die Fähre. Und so ging es in der Startgruppe 1 doch ziemlich komplett auf die Fähre in Landwehr, um dann über den Nordostseekanal zu fahren. Und ich hatte ja schon die Hoffnung gehabt, die Fähre sammelt ein, wenn sie ein bisschen wartet. 5 Minuten später kommt ja die zweite Gruppe, dass die dann vielleicht auch noch hier auf die Fähre kommt und wir somit eine sehr große Gruppe Die ist sogar bilden. da. Ja, und das hat sich bewahrheitet. Da kommt der Rest von der zweiten Gruppe. So, jetzt sind wir echt volles Haus hier auf der Fähre. Also schön einmal über den Nordostseekanal fahren. Und diese große Gruppe wird fast bis Flensburg durchgehend zusammenbleiben. Es wird irre Spaß machen. Und wir werden wirklich sehr schnell fahren zu Anfang. Einer war zu langsam. Es wird aber auch eine sehr hohe Abbrecherquote geben, die also nicht finishen werden. Von den 71 werden nur 50 finishen. So, jetzt setzt sich ein großer Tross. Ich kann die gar nicht zählen in Bewegung. Mal gucken, ob wir längere Zeit zusammenbleiben oder ob hier welche gleich losheizen. Und das vorne sind schon die 3. Die geben das Tempo an, der Rest wird folgen. Und es wird vielleicht nicht allen gut tun, dieses hohe Tempo zu fahren. Ich glaube, die wollen heizen. Und der Rest kommt, glaube ich, nicht mit. Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob die mitkommen. Ja, die 3, die hauen ab. In einer riesigen Schlange geht's jetzt bis nach Flensburg hoch. So, Reisegeschwindigkeit ist 33, 35 so. Und gucken, sind die noch hinter? So. Sieht gut aus. Einmal den größten Teil vom Trupp an der Kamera vorbeifahren lassen. So sieht man noch mal die ganzen schönen Rädern mit ihren Fahrern.
Sind nun in Revensdorf bei Kilometer 32. Und weiter geht's Richtung Eckernförde. Bei immer tiefer stehender Sonne. Nun geht es hier durch den schönen dunklen Wald vor Eckernförde mit nasser Straße. Hier spritzt das ein bisschen. Und dann geht es an die Ostsee. Südstand in Eckernförde. Also wir sind längere Zeit auf feuchten Straßen zumindest gefahren. Und wir hatten da wirklich Glück. Ich dachte, zum Start regnet es, dass wir da im Regen stehen. Aber dieses Regenfeld ist zum Glück rechtzeitig rübergegangen, sodass beim Start alles trocken war und es wird es auch bleiben. Aber man sieht halt an den Straßen, dass es da vorher ordentlich geschüttet hat. Und da ist sie, die Eckernförder Bucht mit ganz tollem Armbrot. Das wird man gleich sehen. Dann fahren wir weiter Richtung Schlei. Also das wird total schönes Licht werden nachher. Also richtig feuerrot da hinten. So, Eckernförde am Südstrand. Und mit der Ostsee im Hintergrund bin ich da nochmal vorbeigefahren, war schön leer auf der Straße, um nochmal die Gruppe von der Seite aufnehmen zu können. Denn es war ja absehbar, dass also so eine große Gruppe dann später zerfallen wird und wir doch in kleineren Gruppen oder eher einzeln nachher die Fahrt machen werden. Und so nutze ich die Chance nochmal alle, die da jetzt in der Gruppe waren, einmal an der Kamera vorbeifahren zu lassen.
So, das ist hier die Wehrtechnische Dienststelle. Hier werden Torpedos abgeschossen. Einmal so ein bisschen durch die Eckernförder Bucht. Und dann geht es einmal durchs kleine Eckernförde und dann Richtung Schlei über die Brücke in Lindaunis, die seit 6 Jahren repariert wird. Vorbei am Meerwasser-Wellenbad in Ecktown. Weiter Richtung Innenstadt. In Doppelrhein natürlich. Die kleine beschauliche Stadt Eckernförde. Sind wir jetzt in der Innenstadt. Oh, die erste Trinkflasche ist weg. Ganz ruhig hier, nichts mehr los. Das ist der Innenhafen. Und im großen Tross geht es aus Eckernförde raus. Hier gibt es Party im Dorf, das ist gut. Mehrfach hier angefeuert worden. Ja, aber das ist auch nicht alle Tage, dass dann so ein großer Tross. Hier schon wieder. Das ist jetzt Reseby. Hier sind die ganzen Büs-Orte aus dem Dänischen. Das haben wir aber auch nur in Reseby erlebt, dass wir also wiederholt zigmal angefeuert wurden, so richtig mit Applaus. Und wieder raus aus Reseby, Richtung Lindaunis. Wild ist da. Rehe. Und wir hatten so viel Wildkontakt gehabt. So, dann will ein Auto vorbei in der Kurve. Es geht zur kaputten
Brücke nach Lindernis. Schön der Sonne oder dem Sonnenuntergang entgegen. Und an dieser kleinen Brücke, also da kann man mit einem Auto und Zug rüberfahren, bauen die doch wirklich schon 6 Jahre rum. Aber nächstes Jahr im Sommer soll das Ding wirklich fertig sein, sodass man da wieder auch mit dem Auto rüberkommt und der Zug auch fahren kann. So, alles sucht Halt. Einer Reihe langsam heißt es. Ein Finger geht hoch. So, und dann gucken wir mal, ob wir rüberkommen. Also gleich und unmittelbar. Also, die schöne Schlei hier. Die Schlei-Brücke in Lindernis nach 60 Kilometern haben also jetzt knapp über 2 Stunden Fahrzeit hinter uns. Und knapp bei der Hälfte der Schlei, die ja 40 Kilometer ins Land geht, gibt es halt diese Brücke. Der Rest sind nur Fähren. Ja. Oh, wir kommen durch. Manchmal ist das Tor nämlich zu hier. So, einmal über die Schlei rüber. Und die Bahn hat halt einen kleinen Bahnhof jetzt rechts und links von der Brücke. Und dann muss halt immer der gesamte Zug da aussteigen und rüber für die Leute, die von Kiel nach Flensburg fahren. Ja, hier ist ein Bahnhof und drüben ist ein Bahnhof. Und dann halten die Züge hier an und der ganze Zug muss dann umsteigen. Und dann machen sie, glaube ich, die Tore dazu, dass es nicht das totale Chaos gibt. Und nun geht es nach Flensburg. Über 50 Kilometer haben wir. Und es wird so langsam dunkler und dunkler. Also alle haben jetzt wirklich schon die Lampen an und die reflektierenden Westen. Und Carsten hat uns schöne kleine Wege rausgesucht. Weit abseits von Autos. Zog dann so ein langer Track von Radfahrern seinen Weg da durch die Felder und Wiesen. Hier so, nun sieht man viele Lichter. Gab Pinkelpause. Ein paar fahren weiter. Ja. Bei Kilometer 70 sind wir. Oh, warte mal, da muss ich mal ausmachen. Also bei Kilometer 70 sind wir jetzt. Und 55 haben wir noch bis zum ersten Checkpoint. Gegen! Oh, das ist echt ein langer Tross. Hinter mir welche und vor mir auch. Alles voll mit Radfahrern. Auch jemand mit viel Gepäck auf dem Rad. Also wir haben einige bei uns, die eingeplant haben,
in einen der dänischen Shelter, so eine kleinen Hütten, die da überall stehen, zu übernachten. Gibt auch welche, die buchen sich die vor, dass sie garantiert dann diesen Platz haben. Gibt auch Leute, die übernachten in Hotels. Also es will nicht jeder die 600 Kilometer in eins durchfahren. Zeit dafür ist ja da. Das Limit liegt bei 40 Stunden. Und der Durchschnitt wird so bei knapp unter 32 Stunden liegen. Und da liege ich auch genau 15 Minuten drunter. Fahre also wirklich voll im Schnitt. Und ich finde es herrlich, so durch die Nacht zu fahren, mit vielen anderen Gleichgesinnten. Noch ist es schön warm. Fahren noch alle in kurz. Und werden uns später erst so gegen Flensburg oder nach Flensburg dann wärmer anziehen und für die Nacht präparieren. Und der Speed wurde wieder erhöht. Alle machen sich schön klein auf dem Rad. Und in dem Tempo geht's weiter Richtung Flensburg. Oh, ein Hase. Ein Hase, jetzt rennt er. Wir sind also auf dem Weg von Kiel zum ersten Checkpoint in Ronshöft, immer noch vor Flensburg. Und fahren in sehr großer Gruppenstärke jetzt durch die Nacht. Immer noch mit relativ viel Wind von der Seite. Zumindest für die Nächte ist ja in der Regel ruhiger, aber bei uns blieb es doch recht windig. Und so ging es für uns in Doppelreihe mit recht hohem Tempo weiter durch die Nacht, Auto leer, auf kleineren landwirtschaftlichen Wegen. Und das Durchschnittstempo ist wirklich hoch.
Wieder Wild. Hier ist so viel Wild, was uns vor die Nase läuft. Also sind immer noch auf dem Weg nach Flensburg. So schön, so in großen Trupp, da durch die Felder, Wiesen und Wälder zu rauschen, auf diesen kleinen Straßen, wo außer Wildkontakt ab und zu sonst niemand ist. Nur ein langer Zug von Rennradfahrern. Sind also gleich in Flensburg. Mal gucken, ob sich da ein Stopp ergibt. Denn die nächsten beiden Checkpoints, da ist nichts, was man kaufen kann. Da hoffe ich mal, dass wir hier gleich kurz einen Stopp machen. Da ist es. Flensburg. Also Start war ja um 20 Uhr. Und haben jetzt 105 Kilometer in 3 Stunden 45. Dazu muss man ja auch noch die Fähre abziehen, die wir da gefahren sind. 10 bis 15 Minuten wahrscheinlich. Und dann geht es jetzt hier runter zum Hafen. Rollen wir im hohen Speed durch Flensburg. Nun geht's zum Hafen runter. Am Ende der Flensburger Förde. Es werden aber die letzten Meter in dieser großen Gruppenstärke sein. Die nächsten beiden Checkpunkte haben ja keinerlei Verpflegung, das sind ja direkte Plätze am Strand, sodass jetzt einige hier einkaufen wollen und damit ja, zerlegt sich da die ganze Gruppe. Und es werden dann kleinere Gruppen gebildet, die dann weiter durch die Nacht rauschen. Rote Welle hier. Allmählich wird es auch kühler. Was haben wir eigentlich für eine Uhrzeit? Wir haben jetzt Mitternacht haben wir. Eine rote Ampel nach der anderen. Das ist jetzt die Innenstadt. Unten am Hafen. Das letzte Mal, dass wir das Nachtleben erleben, in Flensburg jetzt Wechsel von Freitag auf Samstag die Nacht, wo ja die ganzen Partygänger noch unterwegs sind. Den Rest der Strecke, wenn wir nachher in der Nacht, wenn wir durch die Städte kommen, einfach nur noch leere Städte vorfinden. Ja, der innere Teil von der Flensburger Förde mit einem schönen Traditionshafen. Aber jetzt gibt es nicht viel zu sehen.
Also der Stadtteil hier, vielmehr Flensburger Hafen ist das, ganz unten mit einer schönen kleinen Innenstadt in Flensburg. So, ein paar machen Pause, der Rest fährt weiter. So, rein kommt man wohl nicht. Und 10 Kilometer noch bis zum ersten Checkpoint. Und die Gruppe hat sich doch ziemlich zerlegt. Eben an der Tankstelle. Man konnte nichts einkaufen. So. Ein kritischer Blick, aber das ist auch alles zu. Nee. Nun müssen wir richtig haushalten mit unserem Wasser. Eine Buddel habe ich leer. Ja, schon recht wenig, also 0,7 Liter Flüssigkeit getrunken jetzt in irgendwie 107 Kilometer grob. Bei einem Tempo, was so ja vielleicht 3,40 auf die Distanz war. Und er mit seinem Liegerad, der zischt hier so locker vorbei. Also die Gruppe macht wieder Tempo. Die letzten Kilometer bis zum CP1. Geht's jetzt entlang der Flensburger Förde Richtung Osten. Also rechts kann man da aufs Wasser gucken. Sieht man jetzt hier nur nicht. Also wir haben es auch kaum gesehen. Erst recht nicht durch die Brillen. Das hier sind Seezeichen, die sind direkt am Wasser. Aber da sieht man nichts von. Ganz unscheinbar am schwarzen Wasser der Checkpoint Nummer 1. Und die Farbe der Tür soll mal aufschreiben. Zumindest die mit der Brevet-Karte fahren, mit der analogen. Oh, gleich mit Bank. Ja. Sind also nun bei Kilometer 127 um 0:30 Uhr. Und weiter geht's. So, jetzt geht's zur Abenraer Bucht. Nach Abenraa. Start zur Etappe 2. Weiter Richtung Norden entlang der Ostsee. Und da werden wir dann im frühen Morgen ankommen. Das Ganze in kleiner Gruppe. Weiterhin mit viel Tempo.
Ich werde später nachher die Gruppe fahren lassen, weil ich das dann auf die Distanz nicht mehr weiter mitfahren will. Aber bis zum Morgen bleiben wir zusammen. Ein Liegeradfahrer haben wir dabei. Manchmal bin ich ja dem hinterher gefahren, also bringt überhaupt nichts. Der macht keinen Windschatten. Das ist ein Appenra an der Appenraer Bucht. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Also 1:45 bei Kilometer 151. Jetzt einmal durch die kleine verschlafene Stadt Appenra. Und eine kleine Pause. Und jetzt auch präparieren für die Nacht, ein bisschen was anziehen, Beinlinge, Armlinge. So. Einmal Umziehpause und ein bisschen was gegessen hier. Ja, nun wird es auch langsam kalt. 150 Kilometer haben wir jetzt. Mal gucken, was wir für eine Zeit haben. 2 Uhr. 150 Kilometer in 5 Stunden 50. Weiter durch die verschlafene Stadt Appenra. Mal zur Abwechslung durch beleuchtete Straßen fahren. Und im Konvoi dann nachher über die roten Ampeln. Da ist eh nichts mehr los. Und der fiese Anstieg auf so einem nervigen Kopfsteinpflaster mit ordentlich Steigung. Ja, Und da verlieren in der Regel immer irgendwelche Leute irgendwelches Zeugs, weil da alles schön durchgeschüttelt wird. Und weiter hoch. Beim kleinsten Gang habe ich mich da hochgequält. Zum Glück war die Abfahrt nicht auch noch Kopfsteinpflaster. Ja, war ein langes Stück da hoch. Und danach geht es wieder ein bisschen bergab. Kleiner, schmaler Weg. Und so fahren wir in unserem kleinen Trupp zusammen mit einem Liegeradfahrer weiter über die Straßen.
Das Ganze mit richtig schön Speed. Es wird mir über die Distanz aber nicht so gut tun, dass ich hier weiter mitgehe. Aber es macht Spaß. So durch die Nacht zu rauschen. Ist ein schönes Erlebnis. Und interessant wird ja dann die zweite Nacht, wenn dann die richtig massiv Müdigkeit und andere Probleme dann dazukommen und dass man auch bei den Mitfahrern merkt, dass die so ein bisschen Richtung ihrer Grenzen gehen. Noch ist der Po frisch genug und genug Energie im Körper, den Speed jetzt aufrecht halten zu können. Jeder rast hier in seinem Trott. Unterhalten wird sich nicht mehr so viel. Nächstes kleines Städtchen. Haderslev ist das jetzt, 3 Uhr nachts bei Kilometer 183. Wo geht's am Hafen lang? Nur dass man nichts sieht immer noch. Alles zu dunkel einfach. Jo. Wieder raus in die Dunkelheit. Über Felder, Wiesen, glatte Straßen. Weiter mit ordentlich Tempo. Aber für mich wird sich das bald deutlich reduzieren. Jo, der könnte zu uns gehören, hat ein Rafa-Shirt an. Das wird jetzt richtig hell wieder. Dämmerung setzt wieder ein. Halb 4 bei Kilometer 197 in Jelswinde. Sind jetzt also 1/3 der gesamten Strecke gefahren.
Mensch, Ziki zweimal mit so ein bisschen Licht. Und zwar das hier mal rabenschwarz, das Meer. Wo kann man direkt mal was sehen? Kontrolle Nummer 2 bei Kilometer 199 in Jelsminde. Jetzt sollen wir Briefkästen zählen. Hier muss das genau. Hier ist das. Ja. So. Wie viele Briefkästen? Genau, 6 plus 1 ist immer noch so geblieben. So, alles andere als spektakulär. Der Checkpunkt Nummer 2 liegt halt hier an der Bucht. Ja, sonst war das immer hier stockdunkel, wenn wir kamen. Aber da sind wir früher gestartet. Ja, wird bestimmt gleich weitergehen, bevor uns kalt wird. Boah, das sehe ich nicht. Ach, sorry. So. Bei mir geht es Nudeln aus dem Körbchen. Wollen wir weiter? Ja. Also wir können ja bei der Tankstelle gleich sonst anhalten. Ja. Weiter geht das. Tankstelle wollen ein paar. Hier ist bald eine. Da gibt es nochmal einen Stopp für Verpflegung. Und dann geht es zum Legoland. Da werden wir diesmal ja bei Tageslicht dann ankommen. Und ja, danach ist dann der nördlichste Punkt der 3. Checkpoint. Knapp unter 200 haben wir nun. Ja, wenn man kurz steht, dann wird das schnell kalt, weil man schwitzt. Also ich habe zumindest geschwitzt, die Sachen sind feucht. Fahren nun langsam Richtung Nordwest, immer mehr dem Wind entgegen, der immer weiter zunehmen wird. Tja, und das Liegerad da hinten. Das ging die ganze Zeit hoch. Dann dürfte es jetzt ja schön bergab gehen. Und fahren nun in kleiner Gruppe zusammen mit einem Liegefahrrad durch ein erwachendes Dänemark, ganz verschlafen am Samstagmorgen.
Und es geht mal in eine größere Stadt nach Kolding. Das ist nun Kolding. Haben wir so 4:30 Uhr, 220 Kilometer. Und da ist schon die Tankstelle. Für eine kleine Rast, wenn sie aufhat. Aber ich glaube, die Cycles, die sind immer auf. Die ersten beiden Kontrollpunkte waren ja direkt am Meer, ohne Möglichkeit, irgendwas einzukaufen. Und für mich gab es Nudeln mit Pesto aus der Tüte. At night, yeah. Eight o'clock at night, and now it's 200 Kilometer. yeah 5 o'clock, right? That is 6 timer. Nej, 8. det er 10 timer. Ja, Die beiden dehnen uns völlig aus dem Häuschen. Als wir denen erzählt haben, wir fahren von Kiel nach Billund zum Legoland und wieder zurück. Also, ja. That's fucking Das ist crazy. genau fucking crazy. This is from Ja, der hat bestimmt noch eine schlaflose Nacht, das hat er noch nicht gehört vorher. Dass es Leute gibt, die dann sowas machen. Der hat dann immer seine Freundin zugeholt und sagte, ja Mensch, das müsst ihr euch mal anhören, was die da machen. Oh, jetzt sind wir hier. Also wir haben einmal schön gegessen und Wasser aufgefüllt. Und da ist es warm fahren. Ein Dreiergrüppchen. Das passt ja. Wachsen wir wieder ein bisschen. Ja, wir stehen gerade auf der Fohlen 3 entlang. Aber sie werden mir persönlich nicht gut tun. Die fahren nämlich ziemlich straffes Tempo. Boah. Eieiei. Jetzt ist es aber bös kalt. .30 Uhr. Also ich habe versucht, bei denen dran zu bleiben. Die drei hatten sich an die Spitze der Gruppe gesetzt und sind noch schneller gefahren, als die Gruppe vorher gefahren ist. Und dann habe ich sie irgendwann ziehen lassen. Das Tempo war mir zu hoch. Nun sind wir nur noch zu zweit. Die anderen waren uns einfach zu schnell. Und dann gucken wir die Sonne an. So langsam wärmt sie. Und sind ein paar wenige Kilometer vom Legoland von Billund entfernt. Ja, mal gucken. Und dann aber noch ein paar Kilometer bis zum CP3. Und dann geht es gegen den Wind Richtung Nordsee nach Esbjerg. Ja. Und ich bin schön nass, innen drin nass geschwitzt. Kleidung ist also gerade hier, das ist alles feucht, bis eher nass wahrscheinlich, aber das wird nachher trocknen. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte und ich bin schon ziemlich erledigt. Brauche also irgendwie ein bisschen Pause, Regeneration. Aber erstmal geht's nach Billund. So, Billund und Legoland 2 Kilometer. Und da sind wir nun ganz alleine angekommen. Sonst war ich ja in einer größeren Gruppe da. Nun gibt's da so ein Highlight-Foto, halt mal ganz allein. So, an einem Samstag ist aber noch zu früh. Ist hier Totenstille. Und dann geht es ja einmal durch.
die später kommen, bestimmt amüsant, wenn da Riesenmengen von Menschen sind, die da alle rein wollen und man dann da lang fährt. Durch die ganzen Menschenmengen. Ja, und nun dreht auch auf frontal der Wind. Bis Esbjerg kommt er jetzt schräg von vorn. Und so geht's für mich bis zum nächsten Kontrollpunkt komplett alleine weiter. Mit stark reduziertem Tempo. Und das Legoland Hotel. Alles voll, die schlafen noch alle. Also so richtig gemütlich ist das diesmal nicht. Bewölkt, kühl und ja, fieser Wind hier. Und die Gruppe habe ich ja ziehen lassen, also seit Legoland fahre ich jetzt alleine. Und es hat auch keiner aufgeholt, das wundert mich. Ich werde gleich mal gucken, ob ich sehen kann, wo die anderen sind. Also ich tippe mal, 1/3 ist vielleicht vor mir und 2/3 hinter mir. Ich dachte, die kommen hier irgendwann mal vorbei. Ja, also auf nach Olgert. Das CP3. Und da werde ich dann was frühstücken. Da gibt es dann Reisrollen. Und dann geht es nach Esbjerg. Sind also jetzt am nördlichsten Punkt des ganzen Tracks. Kontrolle Nummer 3. Wieder eine Cycle. Oh, da ist sogar ein Rad da. Aber es ist kein Rennrad. Nee. Doch, einer ist da. Wieso ist der noch hier? Ich hätte gedacht, der ist schon lange weiter. Der brauchte wohl auch eine Pause. Also erstmal wieder eine Unterschrift holen. Stempel kannten die nicht. Okay, thank you. Haben also nun kurz vor 9, sind bei knapp 300 Kilometer. Was für Essen? Nämlich Reis und Wasabi mit Sojasauce. Und ich werde eine wirklich lange Pause machen. Eine Stunde werde ich jetzt hier verbringen. War so schön gemütlich. Man konnte ein bisschen was essen. Dann kamen nach und nach andere Fahrer. Haben uns unterhalten. Und es wurden immer mehr. Nun gibt es erstmal Reisrolle mit Wasabi und Sojasauce. Naja, muss der sein. Da kommt der nächste Radfahrer rein. Lars, mit ihm werde ich jetzt längere Zeit fahren. Nochmal ein Blick auf die Karte. Also wie sieht das denn jetzt aus? Hauptsächlich der Wind ist ja interessant. Also jetzt geht es nach Esbjerg. Jetzt haben wir den mehr von der Seite als von vorne. Aber wir haben jetzt schon 40 Stundenkilometer Wind. Ja, das ist, mal gucken, wie das wird dann nachher. Der wird dann nachher noch mehr. Ich muss zusehen, dass ich nach Esbjerg komme. Um 10. Dann ist er... Und dreht weiter hoch bis 50 Stundenkilometer später, also... Und dann kommt dann nachher so ein bisschen von der Seite, von hinten meine ich, Seite ein bisschen von hinten. Ja, aber zumindest nicht mal von vorne, denn das ist echt anstrengend, so ganz alleine. Ja, Temperatur ist, finde ich, auch ziemlich kalt, also die sollen haben 15 Grad, kann ich ja fast nicht glauben. Das fühlt sich echt kühler an und es wird auch nicht groß wärmer.
Ich werde für den Rest der Tour auch das anbehalten, was ich in der Nacht anhatte. Also das war für mich empfunden wirklich kühl. Erst nachher am späten Nachmittag kommt die Sonne, es wird ein bisschen wärmer. So eine super lange Pause gemacht hier. Gefühlt über eine Stunde. Gegessen. Und sind einige nachgekommen. Die wollten aber erstmal zum Bäcker und so fahren wir dann zu dritt erstmal weiter. Start zur Etappe 4. Nun ein ganz kurzer Schlag nach Esbjerg mit knapp 40 Kilometern. Und der Wind ist jetzt von der Seite zum Glück. Aber Windschatten kriegen wir auch nicht hin, hier zu fahren. Also, den sucht man vergebens. Und so fahren wir sehr oft in so einer Vogelformation, so seitlich nebeneinander, um so einen kleinen Tick Windschatten zu suchen. Aber sie, neben der ich da fahre, die hat auch keinen Windschatten gegeben. Die war einfach zu flach auf ihrem Rad und sowieso nicht so groß. Und so geht's mit ordentlich Wind von vorn Richtung Esbjerg in einer kleinen Vierergruppe. Jo, das ist schön anstrengend. Größte Stadt jetzt hier vor Esbjerg ist Varde. Da fahren wir gleich durch. Nun haben wir mal schön Windschutz hier. Also, Varde. Viertel vor 11 bei 320 Kilometer. So, wo ich rein hier? Scheiße. Der hier, ne? Und dann hier lang. Oh, da steht schon Esbjerg, 18. An den Windrädern sieht man schon, das ist jetzt ein bisschen achterlicher. Naja, wenn man noch von der Seite, wird sich dann aber gleich ändern. Zum Glück. Nun geht es langsam rein nach Esbjerg. Und dann werden wir die weißen Statuen sehen, die riesengroß da am Strand stehen und aufs Wasser rausschauen. Und dann geht es wieder zur Tanke und dann gibt es einen langen Schlag bis zum Pizzaautomaten nach Friedrichstadt, wieder nach Deutschland rüber. Die weißen Statuen. 4 Stück. Mit kleiner Hafenrundfahrt. Und dann kommt hier auch gleich
CP Nummer 4, wieder eine Tankstelle. Haben also nun 11:30 bei Kilometer 342 in Esbjerg. Wieder eine Cycle-Tankstelle und mit Leuten. Also Kontrolle Nummer 4. Der 4. Checkpoint. Should I ride where? Ist okay. Sorry? Es ist okay. Thank you. Cross? Bye. Ja, eigentlich sollte man Stempel uns geben lassen, aber die ersten beiden Kontrollen hatten keinen Stempel. Also dann immer unterschreiben lassen. So, die haben schon ziemlich geile Räder. Wir machen noch ein bisschen Pause. Der nächste Schlag ist sehr lang. Ich glaube 170 Kilometer. Bis nach Friedrichsort zum Pizzaautomaten. So, relativ kurzer Halt. Es geht weiter. Start zu Etappe 5. Jetzt aber Mörder-Schlangenschlag. So. Und bei mir gibt es jetzt Kartoffeln. Ich habe also alles voll mit Kartoffeln gefüllt, die Food Pouches. Die funktionieren bei mir immer. Hoffe ich zumindest. Und so geht's eine Weile erstmal entlang der schnellen Straße auf den Radwegen, bis es dann wieder auf die kleineren Nebenwege geht. Bleiben wir doch erstmal eine Zeit lang in unserer kleinen Vierergruppe. So, mal was Warmes im Bauch, ein Kakao. Hat richtig gut getan hier in der Innenstadt von Ribe. Und nun geht's nach Tönna an die deutsche Küste, an die deutsche Grenze zurück. 60 Kilometer haben wir dafür. Ja, der wird aufwendig repariert. Pflaster den Mantel rein. Und so läuft das hier in Schleswig-Holstein. Also Carsten hier, der Standortleiter von der ASH. Und hat heute einer wieder eine E-Pumpe mit? Nö, ne? Ehrlich? Geil. Der repariert einem dann noch den Reifen. So, scheinbar hat das nicht geholfen. Sind da so ein Stück gefahren und dann, ja, mussten sie wieder anhalten. Wir sind dann erstmal zu zweit weitergefahren. Ja. 20 Kilometer vor Tönna. Viertel vor 5 bei Kilometer 430.
Jo. So, bin jetzt in Tonna. Eben waren wir noch zusammen. Dann glaube ich, war wieder ein Defekt. Jetzt ist die Hälfte weg. Und 3 andere haben jetzt hier sich verabschiedet. Die schlafen jetzt hier. Einer mit Hotel und 2 mit Shelter. Ich werde ein bisschen was essen. Und dann weiter nach Friedrichstadt. Gucken, ob die noch kommen, sonst fahre ich das alles allein. Und der Wind geht jetzt auch ein bisschen wieder nach vorne, weil es jetzt zur Nordsee rüber geht. Ja. Mal gucken, es gibt Lachs gibt es bei mir jetzt. Und vielleicht noch eine Reisrolle. Also 2 Stücke Lachs habe ich noch. Und Reis. Ja, die kann ich dann essen. Und nach einer kleinen Pause ging es weiter Richtung Grenze. Zurück in Deutschland. In Nordfriesland. So spät am Abend kommt dann doch echt noch die Sonne raus. Und schöne, tupfige Wolken. Haben nun 17 Uhr, sind bei Kilometer 444 und da entdeckte ich diese kleine Bushaltestelle an einer ruhigen Straße und ich war auch schon ziemlich erledigt. Ja. Die haben mich ja irgendwie alle angesteckt mit ihrem Geschlafe. Vielleicht mache ich das auch mal. Einfach mal ein bisschen hinlegen. Hier auf das Teil. Jetzt ist ja noch warm. Ja, ich probiere das mal. Also müde bin ich zwar kein Furz, aber vielleicht ist das nicht schlecht, wenn ich mal eine halbe Stunde oder so ein bisschen schlafe, also ein bisschen döse hier. Also knappe 200 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Wir sind auf dem langen Track Richtung Friedrichstadt. Knapp 170 Kilometer ist der. Die Sonne ist nun zum Glück rausgekommen so spät am Abend. Es ist also schön warm und die Sonne scheint. Ein flitzendes Aber aus Geräusch. der Pause ist nicht viel geworden. Verarscht und für andere. Da hörte ich dann ein paar Radgeräusche, als ich die Augen zu hatte und da auf dem Rücken auf dieser Bank lag und bin dann gleich aufs Rad gesprungen. Also die Pause war so, ich tippe mal 2-3 Minuten. Nibel. War aber gut. Da wo der Zug für die Autos, die nach Sylt wollen, startet. Ja, so, weiß ich glaube 3 Minuten habe ich da gelegen und bin aber ganz schön runtergefahren. Also hätte ich nicht gedacht. Und das hat sogar ein bisschen was gebracht. Sekundenschlaf. Ja, und dann kam die hier vorbei. Und wir gleich aufs Rad und hinterher. Und wir werden zusammen bis zum Ziel fahren. Nachts um 4 Uhr werden wir in Kiel zurück sein. Also eine Cola kaufen. Nach dann 32 Stunden. Und die Fahrt wird jetzt immer ruhiger und langsamer.
Dann fahren wir auf so einem schönen Sommerdeich lang, schön empor, durchs Dithmarschen, wo man ja kilometerweit gucken kann, weil nirgends ein Hügel ist, aber ist halt sehr windanfällig. Aber der Wind kam ja zum Glück von der Seite, war aber dennoch anstrengend, weil er doch an diesem Tag ziemlich pustig war. Und so sah es in der Regel aus. Wir belegten die gesamte Straßenbreite und fuhren so in Vogelformation, versuchten so ein bisschen Windschatten zu bekommen. Vom Mann neben uns dann. War herrlich da, durch Dithmarschen zu fahren, durch die Marsch. Nun endlich mit Sonnenschein und Wärme auf der Haut. Und wir wissen, es liegen noch 200 Kilometer vor uns, also 2/3 haben wir nun. Aber das letzte Drittel, das wird hart werden. Herrlich windexponiert hier oben auf diesem Sommerdeich. Mit schöner Aussicht rechts und links. Und riesigen Fuhrparks, die schön wehen. Viele, die sich drehen. Und so wechselten wir uns immer ab. Einer fuhr vorne, die anderen dann seitlich versetzt daneben. Immer wieder über diese breiten Entwässerungsgräben oder Entwässerungsflüsse. Das ist Dithmarschen flach und immer mit Wind aus Westen. Und für uns geht's langsam Richtung Nordsee, da rücken wir immer näher ran. Es geht durch ein wunderschönes Gebiet dort, die Salzwasserlagune, mit Tausenden von Seevögeln, Enten und Gänsen, alle mit Jungtieren und auch lange Zeit am Deich entlang. Das sind wirklich ganz kleine süße Lämmer, die bei ihren Eltern sind. Und es ist soweit. Klapptore ohne Ende, bremsen einen ungemein aus, runterbremsen, Tor aufhalten, durchfahren und dann ja ein bisschen beschleunigen und dann kommt das nächste Tor, das nächste Gatter. Und bei den Schafen muss man ja auch aufpassen, gerade bei diesen kleinen Babyschafen. Hier ist hier ist hinterm Deich. Hinterm Deich ist absolut kein Wind. Ja, bleibt mal schön auf eurer Seite. Nächstes Gatter. Danke. So, ich glaube, jetzt kommt erst kein Tor mehr. Oh, es wird richtig warm jetzt. Den ganzen Tag war es so kühl. Eine wirkliche Blut. Das Wetter hätten wir früher gebrauchen können, dass die Wolken verschwinden. Denn die Sonne wärmt richtig gut jetzt. Hier sind überall kleine Lämmer, ganz süße kleine.
Nächstes Tor. Beim 400er waren wir hier auch. Eine sehr reizvolle Gegend. Ja, ihr seid echt putzig. Die haben uns noch gar nicht bemerkt. Passt auf, die laufen los sonst. Ja, der rennt nämlich genau rüber. Ich bin nicht schüchtern. Nicht. Mäh. Ja, die können so schön Mäh sagen. Da kommt so ein ganz verpiepstes Mäh raus. Und die kennt das wohl noch nicht so mit den Radfahrern. Die rennen dann einfach Ja, das los. lädt doch ein für ein Foto. Hier der leere Priel. Gegenlicht mit den Booten. Und wieder zurück auf die andere Seite, Richtung Ja, Lagune. Jetzt fahren wir hier durch. Eine Salzwasserlagune mit einem Damm genau geteilt dadurch. Da können wir jetzt rüberfahren. Und dann geht es Richtung Husum. Das ist die Salzwasserlagune, rechts und links von uns, mit dem mit diesem Deich hier, wo wir rüberfahren können. Und hier sind also zigtausende von Gänsen. Teilweise mit Jungen. Alles voll. Im Wasser und hier auf der Marsch. Ja, ein Paradies für Wasservögel. Das hört sich auch danach an. Für mich hier das Highlight dieser Tour. Danach kommt das Legoland. Und so rauschen wir mal mit ein paar Metern mit dem Wind im Rücken hier über diese Straße rechts und links an der Lagune entlang, bevor wir dann gleich wieder Richtung Süden abdrehen, Richtung Husum. Geradeaus. Geradeaus. Das ist nun Husum. Da geht es einmal unten am Innenhafen vorbei.
auch hier ist nur Schlick. Totale Ebbe. Sieht nach Niedrigwasser aus. Und nun geht es nach Friedrichstadt, 15 Kilometer knapp, zum Pizza-Automaten, zu Pizza und Pommes. Mit kleiner Pause, oder vielmehr ein bisschen längerer Pause. Und 500 Kilometer haben wir jetzt gerade geschafft. Warten also noch 135 Kilometer auf uns. Geht so immer mehr Richtung Abend. Sonne geht immer weiter runter. Und eigentlich hatte ich den Plan gehabt, dort dann eine Pizza zu essen. Aber ich entschied mich nachher eine Pommes zu nehmen. Die Pizza hätte niemals reingepasst. Und selbst die Pommes werde ich nicht schaffen. Nun werden wir nochmal im Zickzack durch Friedrichstadt gelotst. So, CP Nummer 5. Und das ist der Pizzaautomat. Ja. Bei Kilometer 516 jetzt. Und die Uhrzeit, die aktuelle, weil wir immer tracken, wann wir hier waren. Danke Ihnen, perfekt. Bitte sehr. Noch ein Erinnerungsfoto. 21 Uhr waren wir jetzt also in Friedrichstadt bei CP Nummer 5. Salziges. Und ich habe mich dann an der Die anderen Pommes holen sich versucht. Spaghetti. So, der Wind immer noch bei 30 Stundenkilometer bis 10:30. Dann geht er runter auf 25. Der Wind. Und dann der bleibt schon mal bei 25 Stundenkilometer. Aber West, ja? Ja, der drückt uns hin. Der drückt uns ziemlich genau nach Kiel. Wenn wir um 3 ankommen, dann geht er runter auf 15 nachher so. Um 3, 4 Uhr. Bis 2 Uhr hat er 20 km/h. Und Temperatur 10 Grad. Gibt doch noch einen Also kleinen Start zur Checkpoint. Etappe 6. Also nochmal ein Anfahren, Nummer 6 und dann gleich ins Ziel. Die Eiderbrücke hier bei Friedrichstadt. Hier ist das Wasser schon wieder ein bisschen voller. Die Bewölkung ist zurück. Großes Abendrot werden wir dann nicht sehen. So geht es dann langsam in die Dunkelheit. Carsten und ein paar andere haben uns eingeholt. Eine Zeit lang werden wir zusammenfahren, bis wir uns dann auch wieder Allmählich aufteilen. ist es dunkel. Hier kommt gleich jetzt der NOK. Das ist ein Zufluss hier. Haben wir so kurz vor Mitternacht bei Kilometer 558 geht's auf die Fähre in Oldenbüttel.
Und der Bauer mit dem Riesentraktor hat dann nochmal ein Foto von uns allen gemacht. Weiter geht's. Jetzt über den Kanal übergesetzt und nochmal ein paar ordentliche Lampen angebaut am Helm, sodass wir hier richtig Licht machen können. Und für uns geht's nun in die zweite Nacht. Also knappe 3,5 Stunden werden wir jetzt noch brauchen bis nach Kiel ins Ziel. Ich werde dann 48 Stunden wach gewesen sein. Die Fahrt nach Hause mit dem Auto dauert 30 Minuten. Viel mehr hätte ich auch nicht Auto fahren dürfen. Da merkte ich schon, dass die Augen langsam zu wollen und man das schwer unterdrücken konnte. Und nachdem ich ins Bett gefallen bin, habe ich dann eine knappe Sekunde gebraucht bis zum Einschlafen. Also der Schlafdruck war doch enorm hoch. Kontrolle Nummer 6 bei Kilometer 576 in Legan. In Logan. Haben wir jetzt 12:30. Der vorletzte Stempel für die analoge Brevetkarte. Also, letzter Schlag nach Kiel. Was haben wir? Kurz vor 1 oder so. Kurz vor 1. Und dann nochmal 60 jetzt. Start zur Etappe 7. Die letzten 60 Kilometer. Aber sie werden anstrengend sein, weil die ganze Vorbelastung im Körper drin ist, plus der massive Schlafentzug. Es wird sich wirklich bemerkbar machen. Zum Ende solcher langen Brevets heißt es immer irgendwie durchbeißen. Auch das Gesäß wird sich melden. Es wird zunehmend unangenehmer, aber auch interessant. Und wir fahren immer langsamer. Der Speed ist einfach raus. Wir wollen eigentlich nur noch ins Ziel kommen jetzt. Und fahren durch einen sehr ruhigen Teil auf vielen Nebenstraßen, auf denen wir uns wundern, dass da doch relativ viel Verkehr ist in der Nacht. Und so geht's dann weiter und weiter. So viel habe ich dann nicht mehr gefilmt, bis wir dann in Kiel angekommen sind. War ein langer Ritt. Popo tut uns allen schön wohl weh. Die haben, glaube ich, extra wegen uns hier noch offen. Aber einer ist sogar da. Oh. Ich würde sagen, wir können ja ruhig
die Uhrzeit. Letzter Stempel. Das irgendwo da hinschreiben. Ist uns egal. Also, geschafft. Dann schnell ins Auto, Rad einpacken, nach Hause, ein Finisher-Foto von der Gruppe. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.